Ladji ist mein Name. Ich bin Maschinenbauingenieur und arbeite seit vielen Jahren schon als Industrieberater bei einer Firma in Düsseldorf. Und in meiner Freizeit arbeite ich mit bei DAF e.V. Das ist ein Migrantenverein, wo wir etliches machen, um eben unseren Anteil an der Gesellschaft Unterstützung beizutragen. Ne? Was mich ja bei dem Verein besonders geprägt hat, ist diese Unterstützung der Jugend, wo wir Schüler geholfen haben, mitzukommen, und etliche haben sogar geschafft, Abitur zu machen, zu studieren. Also das hat mich schon sehr, weil Bildung, finde ich, ist der schnellere Weg zur Mittelschicht. Und das hat mich schon sehr geprägt. Also da habe ich wirklich den Einfluss dieser kleinen, wie soll ich sagen, Wege gesehen. Das sind ja kleine Wege, aber mit sehr großer Hebelwirkung. Ich bin von Anfang an dabei. Ich selber persönlich, ehrenamtlich war ich immer tätig in meiner sag mal, Laufbahn, auch als Student schon, AStA und alle solche Geschichten. Ich wollte immer mithelfen. Ja, und weil das für mich einfach dazugehört. Ja? Nicht nur so egoistisch da mit sich alleine beschäftigt sein, sondern auch mal in der Gemeinschaft mitmachen. Das ist etwas, was mich immer interessiert hat. Ich sage doch, Bochum, die schönste Stadt des Ruhrgebiets. Ja, nee, hier hast du ja, ich sag mal, die Lebensbedingungen sind doch angenehm in Bochum. Da hast du keinen Staus und es gibt ja viele Städte, wo man leidet, halt, wenn man von A nach B gehen möchte. Das hast du in Bochum nicht. Also ich sehe schon, dass in Bochum sich da was bewegt hat. Gut, das ist ein bisschen politisch, aber die Bürgermeisterin, die Vorgängerin von dem jetzigen, die habe ich wahrgenommen als eine sehr fähige Stadtführerin, die vieles bewegt hat. Warum auch immer, für meine Wahrnehmung. Wenn man jetzt sieht, diese U-Bahn-Linie da unten, das war ja alles oberirdisch und dann hat man das nach unten gebracht und dann, weil ich dann sehr oft mit der Uni arbeite, es gibt da ein Institut dort, iCamps heißt es, für Simulation und so weiter, da weiß ich auch, dass sie sich da dafür eingesetzt hat. Also es sind so Informationen, die ich mitbekommen habe, wo ich gesagt habe, nö, die Dame, die bewegt schon was. Und das 1992 bin ich nach Bochum gekommen zum ersten Mal und von da an bis heute habe ich schon eine positive Veränderung wahrgenommen. Heute ja, ein bisschen Stillstand, würde ich sagen, aber gut, ist halt so, das ist up und down. Wobei die Veränderungen am alten Opel-Werk da, die sind ja positiv. Es sieht so aus, als ob man über diese Schiene doch was bewegen würde, weil wenn ich das richtig mitbekommen habe, das läuft gut. Es gibt viele neue Gründungen, Startups und so weiter. Und das muss man vielleicht intensivieren. Sowieso grundsätzlich bin ich der Meinung, dass das Ruhrgebiet viel zu wenig aus seinem Potenzial macht. Das ist netto ausbilden. Ne? Bilden die Leute hier aus und die hauen ab. Das muss ja nicht so sein. Meiner Meinung nach ist es also, wenn man jung ist, natürlich hat man Träume, man hat aber auch Ideen. Und deswegen ziehen sie ja auch weiter. Man muss den Leuten die Möglichkeit haben, sich zu verwirklichen. Und ich sage immer, ich sehe viele Gebäude, die stehen da rum und verkommen, so mal wie in Gelsenkirchen und so weiter. Okay, als Bürgermeister denke ich mir, ich starte ein Projekt, so, damit jeder versteht, was ich meine, so Silicon Valley-mäßig. Ich richte die Dinge ein
und sage, hey, ihr könnt dorthin gehen, kostenfrei, für 2 Jahre oder 3 Jahre, mach. Und da bin ich todsicher, von 1000 Leuten, die da hingehen, werden mit Sicherheit 2, 3 oder 5 oder 10 rauskommen, die die Welt beherrschen. Das ist definitiv so und das kostet ja nicht die Welt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ja, alle gucken zu und keiner bewegt sich, man beschwert sich nur und guckt nach Berlin. Berlin hat aber andere Probleme. Und dann wird es schwierig. Ich meine, ich kenne ja auch Leute, die tatsächlich sich selbstständig hier gemacht haben, die mir auch Geschichten erzählt haben, wo ich gedacht habe, ja, das, was ich da so mir denke, alleine im stillen Kämmerlein, so falsch ist das doch gar nicht. Weil sie haben es schwer gehabt, die Politiker davon zu überzeugen, dass die Idee, die sie jetzt haben, zukunftsträchtig ist und dass sie Unterstützung brauchen, die sie nicht bekommen haben. Und nicht einmal, nicht zweimal. Es ist ja kein Politik-Bashing. Ne? Ich sage ja nur, es gibt Potenziale. Wenn die Leute weiterziehen, obwohl sie gut ausgebildet sind und anderswo gebraucht werden, ja, dann könnten sie auch hier was bewegen. Ne? Und wenn man dann auf die Idee gekommen ist, dann natürlich brauchst du Leute, die dann nach vorne pushen, daran glauben und das auch nach vorne also implementieren. Und vielleicht erwarte ich zu viel von der Stadtführung. Nur es ist halt schwierig, das von unten irgendwie, deshalb hätte ich mir gewünscht, dass es von der Stadtführung kommt, nur als Idee. Ich meine, wenn man könnte ja auch so, wie heißt das nochmal, diese Workshops organisieren und dann die Bevölkerung fragen, wer Interesse daran hat, wie könnte man diese Frage stellen. Eben es vermeiden, dass wir Nettoausbilder, also dass Bochum nur Nettoausbilder ist und dass dieses Potenzial dann besser genutzt wird. Vielleicht kämen ja Ideen rein. Das ist etwas, was man ja organisieren kann. Und dann aus diesen vielen Ideen dann sagen, okay, das und das und das vielleicht klingt doch nicht schlecht, lass uns das mal versuchen. Weil manchmal, wenn ich das sage, schauen die Leute aus der Wäsche, es ist kein Geldproblem in diesem System. Es ist eher zu viel Geld da. Also insofern auf die Idee kommen und dann machen. Das ist das, was fehlt. Warum das fehlt? Ja, möglicherweise, weil man jahrelang so satt war. Kann auch sein. Ne? Diese Potenziale wirklich jetzt startet, die auszustopfen, dran zu arbeiten, das würde für mich, persönlich würde ich mich noch wohler fühlen und sagen, okay, eine Stadt mit Zukunft. Wenn man irgendwo lebt, wo die Dynamik da ist, die Jugend, Startups und so weiter, das ist natürlich etwas, was mir gut gefallen würde. Da kann man auch gut werben, überall erzählen, ja, ich lebe in einer dynamischen Stadt. Ja, ja, also das wäre mein Traum eigentlich. Es ist ja nicht viel verlangt. Ich würde mich auch gerne daran beteiligen. Ja. Ich hätte da kein Problem mitzumachen. Auch wenn ich relativ wenig Zeit habe, aber gut, das würde ich wirklich mit unterstützen. Ja. In Harmonie zu sein mit mir selber und mit der Gesellschaft. Also ich möchte nützlich sein für die Gesellschaft, dann bin ich glücklich. Klar, wenn ich für die Gesellschaft nützlich bin, dann bin ich für mich selber auch nützlich, weil eine funktionierende Gesellschaft ist natürlich wichtig für jeden Menschen. Gut, wenn ich ehrlich bin, also ängstlich bin ich noch nicht, aber ich sehe, dass durch die sozialen Medien, weil heute Hate Speech in Windeseile verbreitet wird und wie man so schön sagt, diese Lügen und Fake News gab es zwar immer, nur die Geschwindigkeit hat sowas von zugenommen, dass und keine war da vorbereitet.
Also im Prinzip weiß die Gesellschaft nicht, wie geht man damit um. Und die Leute, die das für sich erkannt haben, um daraus zu machen, was sie machen möchten, also ich sage mal eher die Gesellschaft in die Irre führen, da sehe ich eine bestimmte Gefahr. Ja. Und das denke ich, da sollten wir alle gemeinsam überlegen, wie gehen wir damit um, wie können wir dem begegnen. Und dann ist es natürlich wichtig, wenn man sowas erkannt hat, dass man diesen Zusammenhalt wirklich groß schreibt und pflegt. Sonst heute vielleicht nicht, aber wir sehen ja in den USA, ne? Das kann ja sehr schnell gehen, wenn einer an die Markt kommt, der jetzt sozusagen das ganze Apparat dann für sich nutzen kann. Ne? Und das ist dort, wo man vielleicht aufpassen sollte. Wie gesagt, ich bin nicht ängstlich, weil ich nach wie vor glaube, dass die Vernünftigeren in Deutschland noch in der Mehrzahl sind. Und ja, aber da muss man schon was dagegen oder dafür tun, dass es auch so bleibt. Also von alleine wird das nichts.